Das Marine Corps der Vereinigten Staaten von Amerika gehört seit seinem Bestehen zu den Eliteverbänden der USA. Die Ausbildung ist hart und fordert von den Männern große Zähigkeit und Disziplin. Die Durchführung von Landungsunternehmen, egal an welchem Ort und unter welchen Bedingungen, ist eine der härtesten Prüfungen für jeden Soldaten. Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein, bedarf es eines speziellen Trainings und einer besonderen Ausbildung. Die Karriere eines jeden Marines beginnt zunächst mit dem Einrücken in einen Stützpunkt des US Marine Corps. So manche mögen wohl beim ersten Anblick und Kontakt mit den fast immer brüllenden Drill Instructors, den Ausbildern, Zweifel befallen haben, ob sie sich denn wirklich für den richtigen Berufsweg entschlossen haben. Put your hands at your sides, look straight ahead. At this time, you'll look straight ahead, and you'll listen to everything I have to say carefully. Do you understand that? Yes, sir! You understand that? Yes, sir! Change of Image, das heißt aus einem Individualwesen ein Gemeinschaftswesen formen. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies zuerst den Besuch beim Friseur. Allen Neuankömmlingen werden erst einmal die Haare geschoren. Im Übrigen gilt jeder Neue nicht etwa als Marinesoldat, sondern zunächst lediglich als Kandidat hierfür. Dies wird den jungen Männern von Anfang an unmissverständlich klar gemacht. Listen to me. Don't look straight enough. Get yourself together. Stand up straight. Shut up. Listen to me. Move it. Recruits, you are not Marines. You are not men. Move it. Der erste Tag beginnt für die Rekruten mit dem Weckruf. Danach setzt ein Automatismus ein, der den gesamten Tagesablauf beherrscht. Die jungen Soldaten lernen, was Disziplin, Gehorsam, Ordnungssinn und Sauberkeit bedeuten. Der knallharte Führungsstil ihrer Ausbilder lässt sie zu reagierenden Wesen werden, die nur noch die Erfüllung ihrer Trainingseinheiten vor Augen haben. Sportliche Fitness ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den psychischen und physischen Zustand der Soldaten. Bereits während der Basisausbildung wird hierauf großer Wert gelegt. Das Stählen des Körpers und der Aufbau einer guten Kondition zählen zur absoluten Grundlage eines angehenden Elitesoldaten. Kontrolle der Waffen. Die Rekruten müssen unter Beweis stellen, dass sie den richtigen Umgang mit dem Gewehr gelernt haben. Geschichtsunterricht. Die jungen Soldaten lernen alles über die Tradition des Marine Corps. Ihnen wird bewusst gemacht, dass sie nun dazugehören und ein Teil des Ganzen sind. Die traditionelle Ausrichtung jeder Generation basiert auf dem Willen, immer besser zu werden als ihre Vorgänger. Um das Bewusstsein für die Gemeinschaft zu prägen,
wird niemals der Einzelne, sondern immer nur die Gruppe bestraft oder belohnt. Auf diese Art lernen die jungen Männer, dass sie in all ihren Handlungen voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sind. So entsteht allmählich eine Schicksalsgemeinschaft, aus der schließlich Kameradschaft wird. Der richtige Umgang mit der Waffe gehört natürlich zu den Grundpfeilern der Ausbildung. Ebenso der Einsatz von Handgranaten und Flammenwerfern. Jeder Marine muss sich einem harten Nahkampftraining unterziehen. Bereits während der Grundausbildung lernen die Soldaten, wie man einen Feind auf kürzeste Entfernung mit was auch immer wirkungsvoll bekämpfen kann. Dazu gehört auch das Trainieren von Sturmangriffen. Unter möglichst realistischen Bedingungen werden Landungsoperationen durchgespielt. Der letzte Waffenappell vor dem krönenden Abschluss einer harten und schweißtreibenden Basisausbildung. Sowohl die Soldaten wie auch ihre Waffen werden nochmals von den Ausbildern inspiziert. Der Tag der Vereidigung. Erst jetzt werden aus den Anwärtern nach bestandener Prüfung richtige Marines. Dieser Tag ist der absolute Höhepunkt im Leben der jungen Soldaten. Voller Stolz empfangen sie nun den Lohn für die harte Ausbildungszeit. Das Marine Corps musste im Zweiten Weltkrieg die Hauptlast im Pazifik tragen. Während des sogenannten Inselspringens standen die Marines im Kampf gegen die Japaner immer in vorderster Linie. Anfang 1945 begannen die viermotorigen Langstreckenbomber des Typs B-29 mit der Bombardierung des japanischen Mutterlandes. Als letztes Hindernis stellte sich ihnen die Insel Iwo Jima entgegen. Von hier aus konnten japanische Abfangjäger starten, um die Bomber bereits weit vor Erreichen ihres Zieles abzufangen. Die ständigen Attacken der japanischen Jäger führten immer wieder zu Verlusten bei den Bombern.
Am 19. Februar 1945 erfolgte daher die amerikanische Invasion gegen Iwo Jima. Die zum japanischen Mutterland gehörende Insel wurde zu einem der verlustreichsten und blutigsten Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges. Bereits am 16. Februar hatte die Task Force 54 mit 6 Schlachtschiffen, 5 Kreuzern und 16 Zerstörern mit der Beschießung ausgesuchter Küstenabschnitte begonnen, um die Anlandung der Marines vorzubereiten. In den Morgenstunden des 19. Februar begann das 5. Amphibische Korps mit der Landung. Ihr nachfolgend griff nun auch die 4. Marine-Infanteriedivision an. Bereits am ersten Invasionstag konnten trotz starkem Abwehrfeuers 30.000 Mann gelandet werden. Die japanische Verteidigungslinie der 109. Infanteriedivision war so stark, dass die Amerikaner trotz Luftunterstützung und dem Artilleriefeuer ihrer Kriegsschiffe nicht vorwärts kamen. Es dauerte 4 volle Tage bis zum 23. Februar, bis es ihnen schließlich gelang, die Verteidigungslinien der Japaner zu durchbrechen. Die militärische Bedeutung von Iwo Jima war kriegsentscheidend, denn von dieser kleinen Insel aus konnten die amerikanischen Jagdflugzeuge Tokio erreichen. Ein Eskortieren der Langstreckenbomber und damit ein wirksamer Schutz gegen die japanischen Abfangjäger wäre nach der Eroberung der Insel möglich. Hinzu kam noch die psychologische Schockwirkung für die zivile und militärische Öffentlichkeit Japans, wenn sie vom Verlust der Insel erfahren würde. Iwo Jima war nur 20 Quadratkilometer groß, völlig ohne Deckungsmöglichkeiten und wurde an einem Ende vom viereckigen Massiv des Suribashi beherrscht. Die Insel verfügte über eine Garnison von 22.000 japanischen Heeres- und Marinesoldaten. Diese hatten Iwo Jima mit einem Netz von Tunneln, Geschützständen, Bunkern und Höhlen durchzogen. Die Amerikaner kämpften 3 Tage bis zum 23. Februar um den Suribashi. Der Sieg über diesen Inselabschnitt bedeutete aber noch lange nicht den Fall von Iwo Jima. Der Nordosten der Insel musste noch erobert werden, und das sollte noch mehr als 3 Wochen bis zum 16. März dauern. Das Labyrinth der unterirdischen Verteidigungsanlagen und die Nähe der feindlichen Stellungen machten die Gefechte in dieser Phase ähnlicher denen des Ersten Weltkrieges als denen des Zweiten. Es gab wenig Platz, um die Flanken der Verteidigung zu überflügeln. Jeder Angriff war ein Frontalangriff, und die Verluste waren extrem hoch. 5.931 amerikanische Marinesoldaten und Matrosen verloren auf Iwo Jima ihr Leben. Von den 22.000 Japanern fielen 20.703 im Kampf. Nur 216 von ihnen ergaben sich den Amerikanern, der Rest wählte nach japanischer Sitte den Freitod. Auf der Insel wurde um jeden Zentimeter Boden hart gerungen. Beide Seiten waren sich darüber im Klaren, dass dieser Kampf von entscheidender Bedeutung für den weiteren Fortgang des Krieges war.
Der Kampf um Iwo Jima war für die Japaner zum Beginn des Endkampfes geworden. Die US Marines trafen hier auf einen verzweifelten Gegner, der zu allem entschlossen war. Nur die ungeheure Materialüberlegenheit der Amerikaner, ihre uneingeschränkte Herrschaft über den Pazifik in der Luft und zu Wasser, machten das Niederringen der nun folgenden Inseln überhaupt möglich. Iwo Jima war insgesamt 72 Tage lang von B-24 und B-25 Bombern zermürbt worden. Allein am ersten Angriffstag der Landungsverbände wurden 274 Tonnen Bomben, 2252 Raketen und 100 Napalmbomben auf die kleine Insel herabgeworfen. Japanische Kamikaze-Angriffe versuchten dem Gegner entscheidende Schäden zuzufügen, aber nur der Geleitträger Bismarck-See konnte von ihnen versenkt werden. Die Amerikaner hatten mit dem Unternehmen Detachment, so lautete der Deckname für die Invasion auf Iwo Jima, eine klassische Variante einer kombinierten Invasion durchgeführt. Im Zusammenwirken mit den See- und Luftstreitkräften wurden für das amphibische Korps die Voraussetzungen für eine durchführbare Landungsoperation geschaffen. Die letzten japanischen Soldaten, die sich auf Iwo Jima hielten, blieben bis lange nach Kriegsschluss im Dschungel verborgen. Und dennoch waren auch sie nicht die letzten, denn in den folgenden 16 Jahren wurden noch auf vielen Atollen und Inseln entlang des Weges von Saipan bis Mindoro japanische Soldaten gefunden. 2 von ihnen ergaben sich erst 16 Jahre nach der amerikanischen Einnahme der Insel Guam den dortigen Behörden. Die USA konnten nun Iwo Jima als Stützpunkt für ihre B-29 Langstreckenbomber nutzen. Mit Iwo Jima hatten die Japaner viel mehr als nur eine Insel verloren. Für sie war Iwo Jima zum Anfang vom Ende geworden, eben zum Fanal des Pazifischen Krieges. Bereits 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges standen die US Marines vor ihrer nächsten großen Aufgabe. Am 25. Juni 1950 überfiel das kommunistische Nordkorea seinen südlichen Nachbarn, das freie Südkorea. Auch die 24. US Army Division wurde dadurch in die Kampfhandlungen mit einbezogen. Unter dem Kommando von General MacArthur wurde nun die 1. Marinebrigade mit einer Stärke von 3700 Mann nach Korea in Marsch gesetzt. Unter dem Schutz eines starken Flottenverbandes wurden die Marines nach Pusan verbracht. Dort schifften die Truppen aus und bezogen erste Stellungen. In der ersten Nacht hatten die US-Soldaten große Angst, von den Nordkoreanern angegriffen zu werden. Bei jedem Geräusch schreckten die Regimenter auf und reagierten größtenteils undiszipliniert. Man muss sich hier fragen, welchen Nutzen denn nun das hochgelobte Ausbildungsritual der Marines tatsächlich hatte, wenn die Soldaten bereits bei den ersten Feindkontakten so unqualifiziert reagierten. MacArthur führte nun die fast ausschließlich aus Amerikanern bestehende UNO-Streitmacht in die größte militärische Niederlage der US-Geschichte. Unter den ersten schweren Schlägen der chinesischen Sturmarmeen zerbricht die Moral der geschockten UNO-Truppen. Die Chinesen greifen mit Vorliebe nachts an, meist unter schauerlichem Kriegsgeheul, verstärkt durch exotische Lärminstrumente wie Rasseln, Flöten und Pfeifen. Die tief gestaffelten amerikanischen Stellungen werden von innen aufgebrochen. Die UNO-Truppen befinden sich daraufhin in einer panischen Fluchtbewegung. In der Zwischenzeit hatten die Vereinigten Nationen vor die nordkoreanische Hafenstadt Hungnam eine Flotte von 193 Schiffen zusammengezogen. Mit Schiffsartillerie, angelandeten schweren Feldgeschützen
und mit den Bomben der Kampfflugzeuge wird ein tödlicher Ring um Hungnam gelegt, bis die zurückflutenden Truppen eingeschifft waren. Die chinesischen Verbände konnten aber dennoch von der weiter südlich stehenden 8. Armee, etwa 100 Kilometer südlich des 38. Breitengrades, im Januar 1951 zum Stehen gebracht werden. Der Krieg in Korea dauerte noch bis zum 27. Juli 1953. An diesem Tag unterzeichnete der US-Präsident Eisenhower ein Waffenstillstandsabkommen. Am 15. September 1950 erfolgte in Zusammenwirken mit starken Seestreitkräften eine alliierte Landung in der Nähe von Seoul bei Incheon an der Küste des Gelben Meeres. Dies war die erste größere amerikanische Invasion seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Unter der Feuerglocke der schweren und leichten Seestreitkräfte gingen die Invasionstruppen an Land. Die Truppen des 10. US-Korps kämpften sich bis fast an die russische Grenze heran, bis sie schließlich Ende November 1950 im nordkoreanischen Raum vor dem Aus standen. Der nächste Konflikt der Amerikaner wurde der Vietnamkrieg. Am 4. August 1964 erklärte der US-Präsident Johnson im Fernsehen dem amerikanischen Volk: Amerikanische Brüder und Schwestern, als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk mitzuteilen, dass im Golf von Tonkin kriegerische Handlungen gegen Schiffe der USA stattgefunden haben. Ich wurde dadurch gezwungen, den Streitkräften unseres Landes den Befehl zum Gegenangriff zu geben. Damit hatte Johnson den Auftakt zu einer noch größeren militärischen Katastrophe als Korea für die USA gegeben. Der sinnlose Buschkrieg im unwegsamen Gelände
sollte die ganze Nation in ihren Grundfesten erschüttern und zum Trauma der Amerikaner werden. In diesem Krieg wurden auch Marines eingesetzt. Nur diesmal landeten sie nicht an einer Küste, sondern wurden mit Hubschraubern in ihre Einsatzgebiete in Südvietnam transportiert. Ein einfallsreicher und ebenso hinterlistiger Feind nahm ihnen jedoch völlig die Möglichkeit der operativen Freiheit und zwang sie zu einem grausamen und furchtbaren Dschungelkrieg. Die Marines sollten eine Reihe von Such- und Zerstörungsaktionen durchführen. Dabei hatten sie im dichten Urwald Vietnams nicht die Möglichkeit, Freund und Feind voneinander zu unterscheiden. Überall lauerte Gefahr in Form von teuflischen Vorrichtungen. Auf den wenigen begehbaren Pfaden des Dschungels lauerten immer wieder Fallen des Vietcong. Durch das Berühren von Stolperdrähten explodierten Handgranaten. Getarnte Fallgruben mit angespitzten Pfählen brachten bei der geringsten Unaufmerksamkeit den Tod. Auch in den Bäumen hingen Fallen, die bei der kleinsten Berührung auf die Soldaten herunterstürzten. Mit dieser Art von Kriegführung waren die Amerikaner restlos überfordert. Hier trafen sie auf einen Gegner, der nicht nach ihren einstudierten Methoden kämpfte, sondern mit einer barbarischen mittelalterlichen Grausamkeit einen Krieg Mann gegen Mann führte. In den meisten Fällen waren die Vietcong noch nicht einmal für die Amerikaner zu sehen. Plötzliche Feuerüberfälle aus dem Busch heraus überraschten die US-Truppen immer wieder und brachten ihnen empfindliche Verluste bei, ohne eine reelle Chance zur Gegenwehr zu haben. Die Marines hatten unter anderem auch den Auftrag, bestimmte Zonen zu besetzen und zu sichern. Dies war aber angesichts einer nicht vorhandenen klaren Frontlinie im vietnamesischen Dschungel praktisch unmöglich. An Tausenden von Stellen konnten immer wieder Teile des Vietcong einsickern und aus dem Hinterhalt überraschende Angriffe führen. Durch die Intensität des feindlichen Feuers war es oft unmöglich, zu den eigenen Verwundeten auf dem Gefechtsfeld durchzukommen. Viele von ihnen verbluteten entweder in der Kampfzone oder wurden von den nordvietnamesischen Soldaten getötet oder gefangen genommen. Die ganze Bitterkeit dieses sinnlosen Krieges offenbarte sich in solchen Momenten den amerikanischen Soldaten. Ein Präsident, der keinerlei Ahnung oder Vorstellung von den Bedingungen eines solchen Krieges hatte sie in eine Situation gebracht, die bar jeglicher militärischen Logik war. Nur dem Einsatz der Hubschrauber ist es zu verdanken, dass so mancher Soldat gerettet werden konnte. Das Ausfliegen aus dem Kampfgebiet muss den Soldaten dabei wie der Abschied von der Hölle vorgekommen sein.
Häufig musste den ausfliegenden Hubschraubern Feuerdeckung durch die Bodentruppen gegeben werden, um überhaupt starten zu können. Der Augenblick des Abhebens und die ersten Meter des Aufsteigens waren für die Helikopter die gefährlichsten Momente. Auf ihrer Suche nach dem Feind mussten die Marines des Öfteren Dörfer durchkämmen. Aus Angst vor den Grausamkeiten des Vietcong gaben die Dorfbewohner jedoch keinerlei Auskunft über deren Bewegungen oder Verstecke. Häufig befanden sich auch innerhalb der Dorfgemeinschaften Agenten oder Spione des Feindes, die im Falle von Auskünften an die Amerikaner die Dorfbewohner entweder verschleppten oder ermordeten. Es blieb daher oft nichts anderes übrig, als die Dörfer zu evakuieren und sie anschließend in Brand zu setzen, um den Vietcong Deckungsmöglichkeiten zu nehmen. Gelegentlich konnten in den Dörfern einzelne nordvietnamesische Soldaten oder Agenten gefasst werden. Aber dies war nur der Tropfen auf den berühmten heißen Stein. In den meisten Fällen hatten die Vietcong sich bereits beim Herannahen der Amerikaner in den Busch zurückgezogen. Die Folgen dieses unglückseligen Krieges hatten neben den Soldaten die ohnehin verarmten Zivilisten des kleinen Landes zu tragen. Das wenige, was sie überhaupt hatten, wurde ihnen durch die Wirren und die Notwendigkeiten dieses Krieges genommen. Zurück blieb ein Tal der Tränen, das erst am 30. April 1975 mit dem Absetzen der Amerikaner aus Vietnam sein Ende fand. Dieser Krieg kannte keinen Sieger, sondern nur Verlierer. Am 2. August 1990 drangen 100.000 Soldaten der irakischen Armee unter dem Oberbefehl ihres Staatsführers Saddam Hussein in Kuwait ein. Die riesigen Erdölreserven und die günstige Lage am Persischen Golf machten den kleinen Wüstenstaat zu einem lohnenden Ziel für den irakischen Aggressor. In dem Glauben, dieses kleine Land schlucken zu können, überfielen die irakischen Truppen Kuwait unter dem Vorwand, dass es sich um die 19. Provinz des irakischen Reiches handelte und sie es deshalb beanspruchen könnten, weil es ein Teil des Irak wäre. Innerhalb weniger Stunden verabschiedete die UNO daraufhin eine Resolution, die den sofortigen Rückzug der irakischen Armee zur Bedingung machte. Da alle diplomatischen Versuche scheiterten, erließ die UNO schließlich die Resolution Nummer 678, die allen Staaten freie Hand gab, um den Rückzug der Iraker aus Kuwait bis zum 15. Januar 1991 zu erzwingen. Zu diesem Zweck wurde eine Koalition aus den USA, Saudi-Arabien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Bahrain und Kuwait gegründet. Nach dem Ablauf eines ergebnislosen Ultimatums zum freiwilligen Rückzug der irakischen Armee
begannen dann am 17. Januar 1991 die Kampfhandlungen der alliierten Verbände. Die militärischen Operationen sahen als erstes Maßnahmen zur Erringung der Luftherrschaft über dem Irak vor. Um dies zu erreichen, wurden die Radarstationen des Gegners und die irakische Luftwaffe am Boden nahezu vollständig ausgelöscht. Nachdem dieses Ziel erreicht war, konzentrierten sich nun die Luftangriffe auf die irakische Armee. Langstreckenbomber führten aus großer Höhe Flächenbombardements durch und Jagdbomber griffen Punktziele mit sogenannten intelligenten Waffen an. Am 22. Februar 1991 sandte der US-Präsident Bush ein letztes Ultimatum an Saddam Hussein, in dem er den Rückzug der irakischen Truppen bis zum nächsten Tag, dem 23. Februar, forderte. Hussein antwortete auf dieses Ultimatum mit dem Abschuss zweier Scud-Raketen auf Saudi-Arabien und einer weiteren auf Israel. Am 24. Februar begann dann die alliierte Invasion gegen den Irak und Kuwait. 250.000 Soldaten der US Army unter dem Befehl von General Norman Schwarzkopf griffen die Stellungen der Iraker aus Saudi-Arabien kommend an. Gleichzeitig landeten an der kuwaitischen Küste Teile des US Marine Corps mit starker Helikopterunterstützung. Die irakischen Truppen zogen sich daraufhin aus Kuwait zurück und versuchten, eigenes Gebiet zu erreichen. Bei diesem Unternehmen wurden sie aber von den aus Westen kommenden alliierten Truppen eingekesselt und zur Kapitulation gezwungen. Am 28. Februar war bereits alles vorbei. Die maßlose Selbstüberschätzung des arabischen Wüstendiktators hatte ihr Ende gefunden. 100.000 irakische Soldaten waren gefallen. Ungefähr die gleiche Anzahl beging Fahnenflucht und ca. 85.000 ergaben sich den alliierten Truppen. Die Vereinigten Streitkräfte der UNO hingegen hatten nur 500 Tote zu beklagen. Ein Land wie die USA, das ringsum von Wasser umgeben, Tausende von Kilometern von anderen Nationen entfernt ist, muss als militärische Hauptstreitmacht nicht die Heeresverbände, sondern die Marinestreitkräfte und die Luftwaffe protegieren. Schon aus strategischen Gründen ist eine sogenannte offensiv ausgerichtete Vorwärtsverteidigung zwingend für die Sicherheit eines solchen Landes notwendig. Die Vereinigten Staaten können nicht warten, bis ein möglicher Gegner vor ihrer Küste auftaucht. Sie müssen bereits im überseeischen Raum die militärischen Entscheidungen herbeiführen. Durch eine starke militärische Präsenz auf allen Weltmeeren sind die USA in der Lage, präventiv tätig zu werden. Dies ist und war seit jeher ein wesentlicher Faktor ihrer strategischen Konzeption und ihrer politischen Ausrichtung.
Das Marine Corps der USA war in der Vergangenheit und ist in Zukunft immer ein elementarer Baustein dieses Verteidigungskonzeptes.